Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit einer neuen Aktion. Leider ist sie schon gestartet, als ich mich in die Nähe davon begeben habe, deswegen ja, geht's auch direkt los. Erst ein paar Fotos, dann noch ein paar Proben und schließlich ein Haufen Mora. Those two are kind of big deals. Hey, you two! Can I take your picture? Huh? Does she mean us? Why does she want our picture? Es ist kein Problem, ein Foto für uns zu machen, aber es wird nicht kostenlos sein, wenn es für kommerzielle Zwecke verwendet wird. Guess we better get used to the celebrity treatment, huh? Can't blame the fans for wanting a photo of their heroes. But if this is for anything besides your own personal use, then we're legally allowed to charge you. Wait, what would they call it here? An appearance fee? Photo shoot fee? Absolutely! It's just an honor to be able to photograph the Ace Adventurer duo. How does 1.5 million Mora sound? Sure, that sounds fine. Hold up, how much did you say again? 1.5 million? Did Paimon hear that right? That's a lot of Mora for just one photograph. Maybe a little too much. Are we really worth all that? Dann beeil dich und mach noch mehr Fotos. You guys are overreacting! This measly 1.5 mil is just the start. If you're interested in working with me as a photographer, you could potentially be taking home anywhere up to 9 figures. Snap some snaps and stack those stacks. 9 figures? That's... wait. Every 1,000 is 3 figures plus 1 for the 1, so 1 million, that's 7, plus 2 is 10 million, 100 million. 100 million? Diese Zahl ist einfach übertrieben. Yeah, this all sounds too crazy even for Paimon to fall for it. What kind of racket are you running here? You planning on flashing a couple of famous faces to con innocent people? Con innocent people? You took the words right out of my mouth. But you got it back to front. My goal here is to rid Teyvat of everyone out there who's trying to con innocent people. Help me out, and there'll be a big bonus in it for you. Whoa, back up a little. Seems you skipped a couple of steps. How did you get from photography to crime fighting? Well, it all has to do with an important problem in law enforcement that often gets overlooked. Target recognition. Common sense says that if Gardamex want to fight crime, the first thing they need to do is identify who's a criminal and who isn't, right? But what happens when a Gardamex mistakes an honest citizen for a criminal, or sees someone brandishing a weapon in public but fails to flag them as a potential threat? Then you've got a huge problem. Think of the poor fisherman whose fishing rod gets mistaken for a spear, or the crafty crook who carries around a metal pipe to club his victims with, but dismissed as a regular plumber. Okay, fair enough. You're kind of making sense now. Great. Okay, so let's say I disguise myself as a cat, or a dog, or a finch, or a pigeon, or maybe even a blubber beast, because why the heck not? So I'm walking around the city streets like an escaped amusement park employee, and a Gardamex sees me. How do you think it would respond? Tarnkleidung? That's cheating! A Gardamex not gonna do anything to some cute little critter. Also, what kind of blubber beast would even want to come to the city anyway? Bingo! Right answer. Gardamex are incapable of registering cats, dogs, finches, pigeons, and, of course, blubber beasts as potential targets. Their image recognition system actually ignores them completely. It is actually fairly logical if you think about it. Removing all the near-zero risk entities from the target database boosts performance in most situations. But here's a quote from a recent report in the Steambird. Several keen-eyed thieves who noticed a flaw in the Gardamex detection systems disguised themselves as blubber beasts during the commission of their crimes. Completely blind to the would-be blubber beasts, the Gardamex made no attempt to intervene in the thefts committed by the gang. Wie gerissen. Wait, so this actually happened? And the Gardamex really didn't catch them? Okay, that's pretty gutsy, but also kinda horrifying.
What if they get bored of petty theft and move on to something even worse? They could get away with anything. Exactly! And that's why we have to fight these criminals in the domain of technology. It's turned into an ongoing tug-of-war between their disguises and our image recognition capabilities. And I, Lepine Pauline, specialist in graph adversarial technology, am determined to do my part towards a crime-free future for Fontaine. Currently, I'm in the process of collecting sample images. Once I have a large enough pool, I'll use that to develop a simple but powerful and highly accurate image recognition algorithm that runs on a small graphical processing module. Any clockwork mecha installed with this module will instantly be able to recognize people wearing disguises and accurately assess the criminal threat they pose. And, if all goes to plan, the Palais Mermonia will jump at the chance to have these installed on every Gardamek in the city. It's the business opportunity of a lifetime. Machst du das aber auf der Straße Fotos? Paimon's getting deja vu. Let me guess, you're a homebody researcher who prefers to stick to the city, limiting your potential sample size. And the reason you want to work with us is because we can go out into the wild and help you get all the other photos you need, right? Wow! Right again! Down to the last detail. It sounds like the Ace Adventurer duo has seen it all before. What do you say? Join my project, become a graph adversarial technology specialist, and together we can expose every costume defender in Fontaine. Crucially, with your help, we can build a solid graph adversarial tech pipeline and take Fontaine's technology and law enforcement capabilities to the next level. Everybody wins! This does sound like it's for a good cause. Forget tomorrow. We can't stand by and do nothing. There are criminals out there giving blubber beasts a bad name, and that's something Paimon won't stand for! Wir dürfen das nicht tatenlos mit ansehen. Great! And just like that, welcome to the team. Okay, take this. It's an image recognition sample collector. It contains recording and analysis equipment that I designed myself, and comes complete with a user guide. I've already looked through lots of images from all over to determine the key features of the samples I'd like to collect. All you need to do is work your way through the guide, get the pictures, and bring them back to me. Simple. Let's get this show on the road, everyone. We must win the tug-of-war against evildoers and score some big-ticket orders from the Palais Mermonia. Verwende während des Aktionszeitraums den Fotoapparat für grafische Proben, um Fotos der von Lepine Pauline vorgegebenen Ziele zu machen und je eine zufällige Probe mit unterschiedlichen Merkmalen zu erhalten. Pro Tag stehen dir 10 Filme zur Verfügung und die Filme eines jeden Tages werden am nächsten Tag gelöscht. Während des Aktionszeitraums kannst du Proben mit deinen Freunden tauschen. Ziel: bekämpfe den Pummelrobben-Banditen. Und die Aktion, wie heißt die jetzt nochmal? Experimentaufzeichnungen zu grafischen Gegenmaßnahmen. Okay. Es wird jeden Tag ein neues Motiv zum Fotografieren festgelegt. Es stehen jetzt 10 Filme pro Tag zur Verfügung, indem du die richtigen Motive ablichtest, selbst eine zufällige Probe mit unterschiedlichen Merkmalen. Möglicherweise kannst du das Ziel anhand der Informationen im Abenteuerleitfaden noch schnell identifizieren. Im Abenteuerleitfaden. Sobald du Proben von 5 Merkmalen gesammelt hast, kannst du diese bei Lepine gegen Forschungspreise eintauschen. Gegner mit flügelartiger Struktur. Erhaltene Belohnungen 0 von 7. Gegner mit flügelartiger Struktur. Keine Ahnung. Also betrifft es jetzt nur Gegner aus Fontaine? Das ist der Punkt, den ich leider nicht verstanden habe. Das ist jetzt die Frage. Und vor allem auch, welchen Fotoapparat muss man benutzen? Was hat sie hier gesagt? Fotoapparat für grafische Proben. Also den müssen wir auf jeden Fall verwenden. Ah ja, genau. Heutiges Motiv: Gegner mit flügelartiger Struktur. Die Frage ist halt, zählen jetzt einfache Vögel auch als Gegner mit flügelartiger Struktur?
Schauen wir nochmal. Ich glaube halt nicht, dass wir nur in Fontaine suchen müssen. Okay, also mein erstes Ziel wäre jetzt einfach dieses Vieh hier. Na, komm. Komm. Bam. Okay, passt. Ja, im Endeffekt muss man jetzt einfach alle Gegner durchsuchen, die hier quasi irgendwas mit Flügeln zu tun haben. Der nächste wäre für mich Sturmschrecken. Okay, das hat noch nicht funktioniert. That's quite enough. Es hat kurz grün aufgeleuchtet. Oh, lol. Okay, keine Ahnung, was das war. Hä? Das war seltsam. Okay, ich habe noch was gefunden. Animo-Schleim. Die haben auch Flügel. So ganz kleine. Aber das waren jetzt die kleinen. Also ich schätze mal, den großen Animo-Schleim kann man auch noch fotografieren, aber ich habe keine Ahnung, wo einer ist. Ah, ich habe einen gefunden. Hier an der Klippe. Ich habe die Abenteuerlizenz benutzt und den jetzt zufällig gefunden, lustigerweise. Passt. Als nächstes sind wir bei der Okeanide. Die soll auch funktionieren. Und die spawnt ja noch 2 von diesen Wasserviechern. Eine Ente und ein Geier. Und I guess... Ja, Moment, es sind sogar noch mehr, oder? Es sind sogar 3, glaube ich. Genau, die Storchen. Und dann gibt es noch die Ente und dann gibt es noch die Geier, oder was das da sind. Müsste rein theoretisch alles funktionieren. Uff. Right here. The power of water is its ability to take any shape. Ja, passt. What a dread. No! Nicht ja, Miko. Ich bin nur hier für einen Auftrag. Right now. Emerge. Right here. Du willst mich doch gar nicht umbringen. Without solid ground, Oh. terrestrial creatures become simply helpless. Also was brauchen wir jetzt noch? Die Adler. Ich weiß nicht, ob das Adler sind, keine Ahnung. Also wir hatten einen Storch, Fink und die Okeanide selbst. Da sind schon 3 Bilder, die wir hier gemacht haben. The power of water Also wenn wir jetzt noch ein 4. machen können, wären das einfach 4 von 10 bei einem Boss. Das ist ziemlich crazy. Oh, sie spawnt die falschen Gegner. Right now. Right here. Ach nee, die Right Ente now. gibt's ja auch noch, lol. Moment. Stimmt, die haben wir auch noch nicht. Mist. Rest and rebuild. Okay. Uphill battle. Das war jetzt das 3. Foto hier. Emerge. Right Wie now. gesagt, wir brauchen noch die Adler. Alter, das ist ja geistesgestört. Die Okeanide ist ja übelst crazy. Dann hast du wirklich 5 von 10 Bildern nur hier. Da sind sie. Das sind tatsächlich Adler, wusste ich doch. Ja gut, die Eichhörnchen werden wahrscheinlich nicht zählen. Schätze ich jetzt mal. What a nuisance. Nee. Okay. Das heißt, wie viel brauche ich jetzt noch? 1? Weiß ich gar nicht. Oh, ich habe ja 1 bekommen, okay. Ja, ich weiß noch nicht, wie man die Belohnungen bekommt. Das muss ich jetzt erstmal noch schauen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch Fotos machen. Aber wie viel kann ich denn noch machen? Wieso wird mir das nicht angezeigt? 1 noch. Okay. Und das letzte Bild war unsere Pilzbestie. Die gefiederte. Okay. Und dann haben wir jetzt alles zusammen. Ich würde fast sagen, wir gehen dann einfach zu Lupine Pauline zurück. I guess. Und gucken mal, was sie so sagt. So, Proben übergeben. Experimentaufzeichnungen zur grafischen Gegenmaßnahmen.
Aha. Ach, so funktioniert das quasi. Man tauscht einfach jeden Tag einmal alle 5 ein. Und wenn man zum Beispiel 5-mal das Lilane hat oder 10-mal, man hat kein einziges Gelbes, dann kann man quasi tauschen. Ah, okay. So eine Aktion ist das quasi. Das heißt, man muss es schon jeden Tag machen, weil du kannst nicht, ja, okay. Ja, interessant. Gut, das war Tag 1. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie weiterhelfen mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.